Manche Siege des Imperiums wurden für die Ewigkeit geschaffen. Ihre Namen stehen auf Triumphbögen, in den Hallen gewaltiger Kriegsschiffe und in den Chroniken des Großen Kreuzzugs. Generationen von Historitoren und Memoratoren bewahrten die Erinnerungen an jene Schlachten, in denen die Menschheit ihre Feinde niederwarf und ihren Anspruch auf die Sterne verkündete. Ulanor wurde zum Symbol imperialer Größe. Andere Feldzüge gingen als Beweise für die Unaufhaltsamkeit der Legiones Astartes in die Geschichte ein. Über die Rangda-Xenozide aber legt sich Schweigen. Nur Bruchstücke bleiben zurück. Verweise auf 3 Kriege, die sich über Jahrzehnte erstreckten. Berichte über verwüstete Sternsysteme, verlorene Flotten und Legionen, deren Reihen in einem Ausmaß ausbluteten, das selbst während des Großen Kreuzzuges kaum Vergleichbares fand. Mehr als ein Primarch soll seine Krieger gegen die Rangda geführt haben. 9 Legionen wurden in den Konflikt hineingezogen. Titanenlegionen, Ritterhäuser und die Heere des Mechanikums marschierten an ihrer Seite. Trotzdem lässt sich kaum mit Gewissheit sagen, was an den Grenzen des Imperiums wirklich geschah. Die Rangda selbst erscheinen nur als undeutlicher Schatten. Einige Überlieferungen beschreiben sie als hochentwickelte Eroberer von erschreckender Intelligenz. Andere sprechen von monströsen Bioformen, versklavten Völkern und fremdartigen Kriegsmaschinen, die ganze Welten unterwarfen. Wieder andere bringen sie mit den Slaught in Verbindung. Doch ob diese Wesen Verbündete, Herren oder etwas vollkommen anderes waren, bleibt offen. Auch die Chronologie bietet keinen festen Halt. Schlachten wechseln ihre Bedeutung, Jahreszahlen widersprechen einander und selbst das Ende des Krieges besitzt mehr als eine überlieferte Gestalt. Was in einem Bericht als rasche Auslöschung der letzten Rangda-Nester erscheint, wird an anderer Stelle als jahrelange Folge von Säuberungen, Biopogromen und Exterminatusmaßnahmen beschrieben. Ganze Bevölkerungen könnten ausgelöscht worden sein, nicht weil sie sich gegen das Imperium erhoben hatten, sondern weil der Verdacht auf eine fremde Kontamination genügte. Vielleicht gingen während dieser Feldzüge sogar Wahrheiten verloren, die niemals wieder ans Licht gelangen sollten. Denn die Archive wurden nicht nur durch Zeit und Krieg beschädigt. Aufzeichnungen wurden versiegelt, Berichte vernichtet und Überlebende zum Schweigen verpflichtet oder gebracht. Die Tilgung war kein Zufall. Sie war Teil dessen, was nach dem Sieg geschehen musste. Was folgt, ist deshalb keine vollständige Geschichte. Es ist eine Annäherung an ein Ereignis, das nur noch in Fragmenten existiert. Und an einen Feind, dessen Name beinahe gründlicher ausgelöscht wurde als seine Reiche. Über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahrzehnten führte das Imperium nicht einen einzigen Krieg gegen die Rangda, sondern 3 voneinander getrennte Vernichtungsfeldzüge. Der erste begann ungefähr im Jahr 839 M30. Erst um 890 M30 verstummten die Waffen. Zumindest nach jener Zeitrechnung, die in den wenigen erhaltenen Aufzeichnungen überliefert ist. Noch war das Imperium jung. Seine Expeditionsflotten drangen unablässig in unbekannte Regionen vor, unterwarfen verlorene Menschenwelten und vernichteten jeden Widerstand, der sich dem Großen Kreuzzug entgegenstellte. Die Rangda jedoch waren kein weiterer Gegner, den eine einzelne Flotte bezwingen und anschließend den Historitoren überlassen konnte. Ihr Auftreten zwang das Imperium, Streitkräfte in einem Umfang zusammenzuziehen, der selbst für diese Epoche außergewöhnlich war. Zu den ausdrücklich genannten Verbänden zählen die Dark Angels, Space Wolves, White Scars, Death Guard und die Raven Guard. Die Beteiligung der Alpha-Legion sowie der 2. und 11. Legion ist dagegen nur in lückenhaften oder widersprüchlichen Berichten überliefert. Mehr als 1 Dutzend Titanlegionen marschierten an ihrer Seite. Darunter die Legio Griffonicus, die Legio Vulturum und die Legio Kydanios. Häuser der imperialen Ritter Tagmata, Verbände der Legion Kybernetica, der Centurio Ordinatus, der Ordo Reductor und weitere Streitkräfte des alten Mechanikums ergänzten das Aufgebot. Hunderttausende Soldaten, der Imperialis Auxilia, wurden gegen die Xenos entsandt. Erst das persönliche Eingreifen des Imperators brachte die Rangda schließlich zum Stehen. Die Hauptlast der Kämpfe trugen die Dark Angels. Die erste Legion bezahlte dafür einen Preis, dessen volles Ausmaß kaum noch zu bestimmen ist. Später verfügten ihre eigenen Krieger, dass das Wissen über die Rangda nicht weiter bestehen durfte. Berichte wurden unter Verschluss genommen, Archive gesäubert und Aufzeichnungen vernichtet. Angeblich zum Schutz des Imperiums.
Was überdauerte, widerspricht sich häufig. Manche Quellen schildern gewaltige Feldzüge, andere erwähnen dieselben Ereignisse nur beiläufig oder überhaupt nicht. Selbst grundlegende Fragen bleiben offen. Wie die Rangda beschaffen waren, wodurch ihre Macht entstand und weshalb die Wahrheit über den Krieg als ebenso gefährlich galt wie der Feind selbst. Was aus den versiegelten Archiven hervorgeht, lässt den Schrecken dieser Kriege nur erahnen. Die wenigen Tatsachen liegen unter Schichten aus Gerüchten, widersprüchlichen Berichten und späteren Erfindungen begraben. Selbst die wahre Gestalt der Rangda ist vergessen. Erhalten blieben nur einige undeutliche Piktaufnahmen gefallener Krieger und alte Schreckensberichte über hoch aufragende Xenos von monströser Erscheinung und erschreckendem Verstand. Sicher scheint lediglich, dass die Rangda keine primitive Spezies waren. Von ihren Machtzentren in den Halo-Sternen aus hatten sie ein Reich der Eroberung errichtet. Ihre Technologie konnte der des jungen Imperiums standhalten. Ihr Ehrgeiz kannte weder Mäßigung noch Verhandlung. Wo sie vordrangen, verlangten sie Unterwerfung. Wo man ihnen widerstand, folgte Vernichtung. Ein überlieferter Bericht über die Kämpfe von Advex Mors beschreibt rangdanische Elitekrieger als hoch aufragende, schlanke und vulpine Xenos. Sie besaßen enorme Körperkraft und konnten den Astartes der ersten Legion im direkten Nahkampf ebenbürtig begegnen. In derselben Überlieferung erscheint ein rangdanischer Kriegsherr als gewaltiges Xenos-Monster, das von mehreren Schichten brennender Energieschilde umgeben war und eine große kristalline Klinge führte, die mit einem hochwirksamen Neurotoxin versehen war. Der Ausdruck Vulpin bedeutet zunächst fuchsartig, kann jedoch ebenso Verschlagenheit, Raubtierhaftigkeit oder listige Intelligenz bezeichnen. Aus dieser einzelnen Beschreibung lässt sich vorsichtig das Bild großer, drahtiger Raubwesen mit enormer Kraft und einer Anatomie ableiten, die präzise Waffenführung erlaubte. Ob sie Fell, Schuppen, Hautplatten oder etwas vollkommen Fremdartiges trugen, ist nicht überliefert. Klassische anthropomorphe Weltraumfüchse lassen sich daraus jedenfalls nicht ableiten. Eine weitere Überlieferung bezeichnet rangdanische Streitkräfte auf Bloch als eine gesichtslose Flut grauer Abscheulichkeiten. Allerdings ist nicht klar, ob damit tatsächliche Rangda, ihre Sklavensoldaten oder spezielle Bioformen gemeint waren. Auch ihre Raumschiffe liefern einen ästhetischen Anhaltspunkt. Rangdanische Kriegsschiffe werden als Gebilde aus Stacheln, geißelartigen Auswüchsen und nachgezogenen Metalltentakeln beschrieben. Ähnlich gewaltigen eisernen Quallen im All. Sie feuerten zudem radioaktive elektromagnetische Salven, die in imperialen Berichten als Shadow Blasters bezeichnet werden. Ihre Namen verdanken diese Waffen den düsteren Schatten, die sie von den Überresten ihrer Opfer zurückließen. Die rangdanische Technologie wirkte damit nicht sauber oder klassisch mechanisch, sondern aggressiv, organisch und beinahe biomechanisch. Die Bezeichnungen Rangdan Kerabwors und Rangdan Osseivors sind überliefert, werden jedoch nicht zuverlässig erklärt. Sprachlich werden sie häufig als Anklänge an Gehirnfresser bzw. Knochenfresser verstanden. Doch eine gesicherte Übersetzung ist nicht überliefert. Besonders die Herleitung von Kerabwors bleibt uneindeutig. Unbekannt ist ebenso, ob es sich um unterschiedliche Kasten, biologische Unterarten, militärische Bioformen oder lediglich imperiale Klassifikation handelte. Diese Bezeichnungen stützten die Vermutung, dass Rangda kein homogenes Volk, sondern ein hegemoniales Xenosreich aus mehreren Spezies bezeichnete. Die schlanken, vulpinen Wesen könnten lediglich eine Herrscher- oder Kriegerkaste dargestellt haben, unter der versklavte Völker künstlich geschaffene Bioformen, Makrobestien, Ossaivoren und Kerabworen dienten. Dafür spricht auch der Einsatz gewaltiger Sklavenheere, während die eigentlichen Rangdan-Krieger offenbar erst gegen bereits erschöpfte Gegner vorgingen. Belegt ist diese Deutung jedoch nicht. Die konservativste Auslegung folgt der wenigen direkten Beschreibung. Die rangdanischen Oberherren waren hochgewachsene, schlanke und entfernt fuchsartige Apex-Xenos, geschützt durch fortschrittliche Energieschilde und begleitet von gezüchteten Kriegsformen. Diese Vorstellung hält sich am engsten an die überlieferten Merkmale, ohne aus ihnen ein vollständig festgelegtes Erscheinungsbild abzuleiten. Eine zweite Deutung versteht Rangda vor allem als Bezeichnung eines vielgestaltigen Imperiums oder einer Herrschaftsstruktur. Danach hätte es überhaupt kein einheitliches rangdanisches Erscheinungsbild gegeben.
Die vulpinen Wesen wären nur die politische oder militärische Elite gewesen, während andere Einheiten völlig anders aussahen. Diese Theorie erklärt die Vielzahl genannter Kasten, Bioformen und versklavter Spezies besonders gut, bleibt aber ebenfalls eine Schlussfolgerung. Die Begriffe rangdanische Verseuchung, Bioprogrome und die Vernichtung ganzer bewohnter Sektoren führten außerdem zur Theorie parasitärer Assimilatoren. Danach könnten die Rangda andere Lebewesen biologisch übernommen, umgeformt oder infiziert haben. Fandeutungen ziehen Vergleiche zu Genestealern, Tyranniden oder ähnlichen assimilierenden Schrecken wie beispielsweise die Flood aus der Halo-Spielereihe. Einen kanonischen Nachweis gibt es dafür nicht. Ebenso denkbar sind neuronale Kontrolle, eingeschleppte Organismen, nicht entfernbare Technologie oder schlicht ein Imperium, dem bereits der Verdacht auf Kontamination als Todesurteil genügte. Den Rangda wurden außerdem Fähigkeiten zur Nachahmung zugeschrieben. Worin diese genau bestanden, wird in den überlieferten Angaben jedoch nicht eindeutig geklärt. Weder die Imitation imperialer Sensorsignaturen noch eine biologische Gestaltwandlung oder das Kopieren menschlicher Körper kann daher als gesichert gelten. Sollten die Slaught den Rangda tatsächlich während ihrer Kriege gefolgt sein, dann trat mit ihnen ein Schrecken in Erscheinung, der selbst unter den zahllosen Xenos der Galaxis hervorsticht. Für die meisten Bewohner des Imperiums sind sie kaum mehr als eine düstere Legende. In den Geschichten abergläubischer Raumfahrer heißen sie Madenmenschen, Traumfresser oder Herren des Aßes. Freihändler berichten mit gedämpfter Stimme von ihnen. Doch nur wenige schenken den Erzählungen Glauben. Der Ordo Xenos weiß es besser. Über Jahrtausende sammelte die Inquisition Berichte über Begegnungen mit den Slaught. Wo ihre Spuren entdeckt wurden, fanden sie Verstümmelung, Verschleppung und Verfall. Hinter ihren Handlungen wirkt eine kalte, unerbittliche Intelligenz, die menschliche Schwäche, Verderbtheit und Furcht mit erschreckender Präzision erkennt und ausnutzt. Offene Feldzüge scheinen sie zu vermeiden. Sie beanspruchen keine Welten und errichten keine sichtbaren Reiche innerhalb imperialer Grenzen. Ihre geringe Zahl mag sie daran hindern, oder ein solches Vorgehen entspricht schlicht nicht ihrer Natur. Stattdessen kommen sie ungesehen. Düstere Schiffe gleiten aus der Leere und dringen unbemerkt in abgelegene Regionen ein. Außenposten verstummen, Raumstationen verlieren den Kontakt und erst viel später werden die Überreste ihrer Besatzung gefunden. Manchmal verschwinden die Slaught ebenso lautlos, wie sie erschienen sind. In anderen Fällen handeln sie mit menschlichen Renegaten und überlassen ihnen Artefakte ihrer verderbten Technologie. Als Bezahlung verlangen sie Sklaven, bestimmt für Vorratskammern, deren Inhalt besser unvorstellbar bleibt. Einige Hinweise deuten sogar darauf hin, dass sie ganze Grenzkolonien langsam ins Chaos stürzen. Misstrauen, Aufstände und Bürgerkrieg verdecken ihr Wirken, bis niemand mehr erkennt, welche Hand den Zerfall ursprünglich ausgelöst hat. Im Schatten der Anarchie können sie töten und fressen, ohne dass das Imperium ihre Anwesenheit überhaupt bemerkt. Ihre Herkunft bleibt unbekannt. Manche Xenographen vermuten ihr Heimatsystem weit jenseits der imperialen Grenzen in den Trailing Halo Stars. Vielleicht sogar ein verborgenes Reich. Sollten diese Vermutungen zutreffen, wären die wenigen bekannten Slaught lediglich die ersten Ausläufer von etwas weitaus Größerem. Wie lange die Slaught bereits im Schatten der menschlichen Geschichte wirken, lässt sich nicht mehr feststellen. Einige bruchstückhafte Quellen reichen bis in das Zeitalter des Weltenbrands zurück. Sollten sie zutreffen, begegnete die Menschheit diesen Wesen bereits an den Grenzen jenes Raumes, der später zum Imperium gehören sollte. Besonders schwer wiegt ihre mögliche Verbindung zu den Rangda-Xenoziden. Die Rangda verfügten in diesen Kriegen über sogenannte Mordgeister der Slaught. Was sich hinter dieser Bezeichnung verbarg und welches Verhältnis zwischen diesen beiden Spezies bestand, ist nicht geklärt. Die Slaught könnten Verbündete, Lieferanten fremdartiger Kriegswerkzeuge oder unabhängige Aasfresser gewesen sein. Eine düsterere Deutung betrachtet die Rangda dagegen als Diener, Schöpfungen oder sogar Sklaven ihrer Macht. In diesem Fall hätte hinter der größten Bedrohung des jungen Imperiums eine Spezies gestanden, die selbst kaum offen in Erscheinung trat und andere für sich kämpfen ließ.
Schon der bloße Anblick eines Slot genügt, um zu verstehen, weshalb diese Wesen selbst in den Archiven des Ordo Xenos mit äußerster Abscheu beschrieben werden. Aus der Entfernung mag ihre Silhouette noch entfernt humanoid erscheinen. Bei näherer Betrachtung löst sich diese Täuschung jedoch auf. Ihr Körper besteht aus Hunderten madenartiger Organismen, die sich winden, ineinander verschmelzen und gemeinsam eine einzige Gestalt formen. Nekrotischer Schleim überzieht die Masse, aus der weder Knochen noch eine feste Anatomie hervorzutreten scheinen. Ein Slot bewegt sich nicht wie ein gewöhnliches Lebewesen. Seine Körpermasse fließt, streckt sich und formt sich nach Bedarf neu. Verletzungen schließen sich mit erschreckender Geschwindigkeit. Alter, Krankheiten und Gifte zeigen kaum Wirkung, während selbst schwerste Verwundungen nur dann tödlich sind, wenn sie den Körper in einem außergewöhnlichen Ausmaß zerstören. Hinter dieser widerwärtigen Hülle verbirgt sich kein tierischer Instinkt. Der Geist der Slot ist kalt, geduldig und vollkommen fremd. Psionische Wahrnehmungen finden in ihm nur Leere. Und innerhalb dieser Leere einen unstillbaren Hunger nach dem Fleisch der Toten. Einige Exemplare scheinen selbst unter ihresgleichen eine höhere Stellung einzunehmen. Die als Aufseher bezeichneten Slot lenken offenbar das Amaranthine-Syndikat und übertreffen bekannte Infiltratoren noch an Macht und Gefährlichkeit. Ob sie einer Führungskaste angehören oder lediglich einen geheimen Zirkel bilden, konnte bislang nicht festgestellt werden. Für niedere Aufgaben erschaffen die Slot biomechanische Vasallenkonstrukte. Ihre Formen unterscheiden sich, doch viele gleichen schwebenden Säulen aus pilzartigem Fleisch, durchzogen von pulsierenden Adern, Metallfäden und kristallinen Einsprengseln. Wedelartige Sinnesorgane ersetzen erkennbare Gesichter. Skelettartige Greifarme brechen aus der Masse hervor, sobald sie benötigt werden. Diese Wesen dienen als Arbeiter, Wächter und Spione. Willenlose Werkzeuge einer fremden Intelligenz. Auch in ihrer Technologie lösen die Slot jede vertraute Grenze auf. Fleisch und Maschine verschmelzen zu Konstruktionen, bei denen nicht mehr zu erkennen ist, wo der Organismus endet und das Gerät beginnt. Ihre Waffen und Artefakte wirken so fortschrittlich, dass selbst erfahrene Beobachter sie für Erzeugnisse des Warp halten könnten. Gerade darin liegt ein gefährlicher Irrtum. Die Slot sind keine Dämonen. Ihr Schrecken stammt nicht aus dem Immaterium, sondern aus einer Wissenschaft, die das Leben selbst lediglich als formbares Material betrachtet. Jahrtausende später widmete Inquisitor Lord Kata Mas Knael beinahe ein volles Jahrhundert der Erforschung dieser Wesen. Seine Suche führte ihn vom Rand der Halo-Sterne bis in die ältesten Archive Terras. Im 37. Jahrtausend erklärte er die Slot schließlich zu Xenos Horrificus Maxima, einer Bedrohung, die keinerlei Nachsicht erlaubte. Seine Befehle waren eindeutig. Jeder Slot sollte bei Sichtkontakt vernichtet werden. Dasselbe galt für alle, die mit ihnen verkehrt hatten. Selbst das Wissen um ihre Existenz musste unterdrückt werden, als könne bereits die Kenntnis über ihre Methoden eine Gefahr darstellen. Trotzdem nahmen die Begegnungen im Calixis-Sektor über Jahrhunderte hinweg stetig zu. In den jüngsten Jahren beschleunigte sich diese Entwicklung erheblich. Die Inquisition erkennt darin bislang vor allem die Überfälle und Entführungen einer seltenen, wenn auch außerordentlich gefährlichen Spezies. Das eigentliche Ausmaß ihres Wirkens bleibt verborgen. Über das Amaranthine-Syndikat haben die Slot offenbar längst ein Netzwerk aus Agenten und Werkzeugen geschaffen. Ihre Stärke liegt nicht in offenen Invasionen, sondern in der Fähigkeit, andere zu lenken, ohne selbst sichtbar zu werden. Unruhen, Verbrechen und Verrat erscheinen als menschliches Versagen, während die eigentlichen Urheber außerhalb der Betrachtung bleiben. So steht der Calixis-Sektor möglicherweise bereits unter Angriff, ohne dass das Imperium den Krieg überhaupt erkannt hat. Sollte sich daran nichts ändern, wird die Wahrheit erst sichtbar werden, wenn Milliarden Menschen den Preis für dieses Versäumnis bezahlt haben. Der erste Krieg gegen die Rangda begann nicht mit dem Ansturm einer gewaltigen Xenos-Flotte. Er begann mit einem imperialen Angriff. Im Jahr 839 M30 erreichten die Streitkräfte des Großen Kreuzzugs Advex Mors, einen abgelegenen Stützpunkt am Rand der damals bekannten Gebiete. Über die Umstände, die zur Konfrontation führten, ist kaum etwas Verlässliches überliefert.
Wahrscheinlich begegneten die Krieger des Imperators dort zum ersten Mal jenem Feind, dessen Name später aus den Archiven getilgt werden sollte. Die Aufgabe fiel der 1. Legion zu. 4 Monate lang kämpften die Dark Angels um Ardvex Mors. Was als begrenzte Operation gegen einen einzelnen Xenos-Stützpunkt begonnen haben mochte, entwickelte sich rasch zu einem verlustreichen Feldzug. Rund 5000 Schlachtbrüder der Ersten fielen, bevor der Widerstand gebrochen und die Station vernichtet war. Der Verlust war eine Katastrophe und zugleich nur eine Warnung, deren Tragweite noch niemand vollständig erkannte. Ardvex Mors wurde erobert. Seine Verteidiger waren tot, seine Anlagen zerstört und der große Kreuzzug konnte einen weiteren Sieg verzeichnen. Doch erst nach dem Ende der Kämpfe offenbarte sich die tatsächliche Bedeutung des Ortes. Die vermeintliche Festung war kein zentrales Machtgebiet der Rangda gewesen. Sie war kaum mehr als ein kleiner Außenposten, eine einzelne Station an der Grenze eines weitläufigen interstellaren Reiches. Die erste hatte tausende Astartes verloren, um lediglich an dieser äußeren Oberfläche zu kratzen. Auch die Rangda erkannten nun, wer in ihre Gebiete vorgedrungen war. Sie unterbrachen ihre Eroberungszüge in anderen Regionen und wandten ihre Aufmerksamkeit zurück nach Ardvex Mors. In den angrenzenden Systemen hatten sich inzwischen menschliche Kolonien ausgebreitet. Imperiale Flotten kreuzten zwischen jungen Siedlungen, Nachschubpunkten und neu beanspruchten Welten. Was der Menschheit als gesicherter Raum erschien, lag unmittelbar vor dem Machtbereich eines Feindes, dessen Stärke sie noch nicht ermessen konnte. Der Triumph von Ardvex Mors hatte das Imperium teuer bezahlt. Dennoch war er kein entscheidender Sieg. Er hatte den Rangda lediglich gezeigt, wo sie ihren Gegner finden konnten. 23 Jahre nach Ardvex Mors kehrten die Rangda zurück. Im Jahr 862 M30 brach ihre Streitmacht über den imperialen Raum herein. Diesmal handelte es sich nicht um einen abgelegenen Außenposten oder eine begrenzte Grenzflotte. Tausende Schiffe bewegten sich auf die nördlichen Regionen des jungen Imperiums zu, begleitet von mehr als einem Dutzend gewaltiger Kriegsmonde. Gegen eine solche Macht waren die dort stationierten Garnisonen und Expeditionsverbände nahezu bedeutungslos. Der Angriff traf die Grenzgebiete mit vernichtender Wucht. Verteidigungsflotten verschwanden, bevor sie den Vormarsch ernsthaft verlangsamen konnten. Junge Kolonien wurden überrannt, ihre Bewohner gefangen genommen und in neuronale Fesseln gezwungen. Was mit ihnen geschah, lässt sich aus den erhaltenen Berichten kaum erschließen. Die wenigen Hinweise genügen jedoch, um zu verstehen, dass die Rangda ihre Unterworfenen nicht bloß versklavten, sondern ihnen den eigenen Willen nahmen. Zwischen dieser Armada und dem weiteren imperialen Raum standen zunächst nur die Expeditionsflotten der 5. und 19. Legion. White Scars und Raven Guard konnten die Xenos nicht besiegen, doch sie gewannen Zeit. Jeder zurückgewonnene Tag wurde mit Schiffen, Soldaten und Astartes bezahlt. Auf Xana II verdichtete sich der Widerstand. 8 Monate lang hielten die Vereinten Legionen und die Streitkräfte des Mechanikums die abgelegene Schmiedewelt gegen den Ansturm. 3000 Astartes und Hunderttausende Leibeigene des Mechanikums fielen, bevor Verstärkungen den Belagerungsring erreichte. Dann schlugen die Dark Angels und die Death Guard zu. Ihr Angriff zerriss die Blockade im Orbit. Auf der Oberfläche kämpften sie sich durch Kohorten versklavter Krieger und öffneten Xana II erneut für imperiale Landungen und Nachschubflotten. Aus einer beinahe verlorenen Welt wurde ein Brückenkopf für die Gegenoffensive. Der Krieg war damit jedoch erst in seine eigentliche Phase eingetreten. Mehr als 20 Jahre lang tobten die Kämpfe in den Halo-Sternen. 19 bewohnte Systeme wurden verwüstet. Millionen Menschen und Krieger fanden den Tod. Hinter Endurys und Morox errichtete das Imperium Sperrposten und untersagte jedes weitere Vordringen in die betroffenen Regionen. 9 Legionen wurden schließlich in den Konflikt hineingezogen. Auf seinem Höhepunkt standen mehr als 300.000 Astartes im Feld, als Lionel Johnson den Angriff auf Taxal führte. Was dort geschah, sollte den Verlauf des Krieges entscheiden.
Wie so oft bei den Rangda-Xenoziden blieb jedoch auch davon weit weniger erhalten, als ein Ereignis dieses Ausmaßes erwarten ließe. Ein Krieg von solcher Ausdehnung lässt sich kaum einem einzigen Feldherrn zuschreiben. Zu viele Legionen kämpften an zu weit voneinander entfernten Fronten und mindestens 3 Primarchen führten ihre Söhne persönlich gegen die Rangda. Dennoch ragte ein Name aus den widersprüchlichen Überlieferungen hervor: Lion L. Johnson. Der Primarch der Dark Angels gilt weithin als der maßgebliche Befehlshaber des zweiten Xenozids. Ob er tatsächlich die Gesamtheit der imperialen Operation lenkte oder lediglich die entscheidenden Schläge führte, bleibt ungewiss. Die Stellung der ersten Legion und ihr entsetzlicher Blutzoll machten ihn jedoch unmittelbar zum Gesicht dieses Krieges. Im Jahr 881 M30 ereignete sich während des zweiten Rangda-Xenozids die sogenannte Magint-Torque-Transgression. Eine als Basemekanik-Bark bezeichnete fremdartige Barke durchbrach den Kordon des galaktischen Nordostens und ging auf Magint nieder. Die folgenden Streitkräfte der Death Guard wurden dezimiert, als die in ihr verborgene Makrobestie auf unbekannte Weise aktiviert wurde. Erst das schnelle Eingreifen der 6. Legion verhinderte eine noch größere Katastrophe. Was diese Makrobestie genau war und wodurch sie entweckt wurde, bleibt in den erhaltenen Berichten offen. Nur ein Jahr später, im Jahr 882 M30, soll sich das letzte bekannte Gefecht des zweiten Rangda-Xenozids ereignet haben. Imperiale Einheiten stießen zufällig auf eine schwer beschädigte Rangda-Flotte, die nur noch einen Schatten jener Armada darstellte, die 2 Jahrzehnte zuvor über die nördlichen Grenzen hereingebrochen war. Ihre Schiffe waren zerschlagen, ihre Macht gebrochen. Der Feind, der das Imperium beinahe vernichtet hatte, schien besiegt. Noch während die letzten Klänge verklangen, begann jedoch ein anderer Feldzug. Einer gegen die Erinnerung. Das Ausmaß der Verluste wurde verschwiegen. Niemand sollte erfahren, wie nahe die Herrschaft des Imperators am Rand des Zusammenbruchs gestanden hatte. Welten, die als unwiederbringlich verseucht galten, wurden aufgegeben. Überlebende mussten Schweigeeide leisten, andere verschwanden, weil ihr Wissen selbst als Gefahr betrachtet wurde. Was später über die Rangda-Xenozide erzählt wurde, entstand aus Fragmenten, gezielter Verklärung und bewusster Erfindung. Memoratoren und Ideologen formten aus dem Grauen einen weiteren Beweis für die Größe des Großen Kreuzzugs. Für die Bevölkerung blieb nur die Geschichte eines fernen Sieges über eine von zahllosen Xenos-Bedrohungen. Die eigentliche Entscheidung liegt noch immer unter Siegeln verborgen. Überliefert ist lediglich, dass der Imperator persönlich das sogenannte Labyrinth der Nacht zerschlug und damit den Vormarsch der Rangda zum Stillstand brachte. Was dieses Labyrinth war und welchen Preis seine Öffnung oder Vernichtung forderte, wird nicht erklärt. Selbst danach endete der Krieg nach einer Überlieferung nicht. 1 Jahrzehnt lang durchkämmten imperiale Streitkräfte die betroffenen Regionen. Biopogrome erfassten ganze Sektoren, darunter Welten, die weiterhin von Menschen bewohnt waren. Wo eine Verseuchung vermutet wurde, blieb am Ende kein Leben zurück. Der zweite Rangda-Xenozid endete daher nicht mit einem Triumph, sondern mit Schweigen, leeren Systemen und der Hoffnung, dass zwischen den Toten nichts überlebt hatte. Der zweite Xenozid hatte die Rangda gebrochen, aber offenbar nicht ausgelöscht. Irgendwo jenseits der imperialen Sperrgebiete hatten sich Überlebende auf jene Welten zurückgezogen, von denen ihr Volk einst aufgebrochen war. Dort sammelten sie sich erneut. Wie viel von ihrer früheren Macht noch bestand, lässt sich nicht feststellen. Die überlieferten Berichte sprechen lediglich von Hass, Hunger und einer wachsenden Stärke, die das Imperium nicht ein zweites Mal unterschätzen durfte. Im Jahr 887 M30 wurde das Ausschlussedikt an den Grenzen des Rangdan-Raumes aufgehoben. Bald darauf stieß eine umherziehende Kompanie der White Scars zufällig auf die verbliebenen Nester Xenos. Die Entdeckung gelangte zu Lion L. Johnson und Leman Russ, 2 Primarchen, deren Verhältnis selten von Einheit geprägt war. In dieser Angelegenheit jedoch bestand kein Raum für Rivalität. Sollten die Rangda überlebt haben,
konnten sie erneut zu einer Bedrohung heranwachsen. Ein weiterer Krieg dieser Größenordnung hätte das geschwächte Imperium womöglich nicht überstanden. Auf Befehl der Divisio Militaris erhielten die Dark Angels und Space Wolves deshalb keinen Auftrag zur Eroberung oder Unterwerfung, sie sollten eine endgültige Lösung herbeiführen. Was folgte, wurde später als dritter Rangda-Xenozid bezeichnet, sofern imperiale Chroniken ihn überhaupt erwähnten. Die Vereinten Legionen verwüsteten die letzten Welten der Rangda aus dem Orbit. Danach gingen ihre Krieger an Land, um jedes Nest, jeden Schwarm und jede Festung persönlich zu überprüfen. Klinge und Feuer vollendeten, was Bombardements begonnen hatten. Gefangene wurden nicht gemacht, Rückzugswege nicht gewährt. Dies war kein Krieg zwischen zwei Mächten mehr. Es war eine planmäßige, durchgeführte Vernichtung. Weder der Löwe noch der Wolf ließ sich von der Vorstellung ritterlicher Mäßigung zurückhalten. Krieger und Arbeiter der Rangda wurden gleichermaßen ausgelöscht. Die Quellen beschreiben darin sogar eine finstere Genugtuung der beiden Primarchen, doch ob ihre tatsächliche Haltung oder die spätere Deutung des Feldzugs widerspiegelt, bleibt ungewiss. An ihrer Seite marschierten die Streitkräfte von Xana II. Magus Dominus Anarcharis Scoria führte seine Tagmata in den Feldzug, begleitet von den Kriegsmaschinen des Hauses Malinax. Auch das Mechanicum beteiligte sich an der sorgfältigen Planung und Durchführung der Auslöschung. Über das genaue Ausmaß dieser Operation ist nur wenig bekannt. Deutlich bleibt allein ihre Absicht. Diesmal sollte nichts zurückbleiben, das eines Tages erneut nach den Sternen greifen konnte. Innerhalb eines einzigen terranischen Jahres soll alles vorüber gewesen sein. Die letzten Verbände der Rangda wurden zerschlagen, ihre Festung niedergerissen und sämtliche Spuren ihrer Werke vernichtet. Advex Mors, wo die Kriege Jahrzehnte zuvor begonnen hatten, blieb als verbrannte Erde aus zerbrochenem Glas zurück. Atomarer Feuersturm hatte die Oberfläche geschmolzen und jede Erinnerung an das ausgelöscht, was dort einst gestanden hatte. In dieser Überlieferung endete der letzte Feldzug ohne Triumphzug und ohne ehrenvolle Kapitulation. Lionel Johnson und Leman Russ vollstreckten ein stilles, ruhmloses Gemetzel mit jener unbeirrbaren Härte, die beide rivalisierenden Primarchen auszeichnete. Danach galten die Rangda als ausgelöscht. Sollten einige von ihnen in einem entfernten Außenposten jenseits des galaktischen Randes überlebt haben, kehrten sie niemals zurück. Dennoch hielt die Erste ihre Wächter in Stellung. Sie beobachteten die Finsternis und warteten auf einen Feind, dessen endgültiges Ende das Imperium mit vollkommener Sicherheit verkündete. Gerade diese Wachsamkeit lässt Zweifel zurück. Denn andere Quellen erzählen eine völlig andere Geschichte. In ihnen erscheint der dritte Rangda-Xenozid nicht als einseitige Ausrottung geschwächter Überreste, sondern als apokalyptischer Abwehrkampf gegen eine neue Invasion. 50.000 Dark Angels sollen gefallen sein, als sie verhinderten, dass das gesamte nördliche Imperium unterging. Diese Darstellung lässt sich kaum mit der Erzählung einer einjährigen Ausrottung vereinbaren. Entweder wurden die Rangda als geschwächte Überreste vernichtet, oder sie kehrten mit einer Macht zurück, die selbst die erste Legion beinahe zerbrach. Die imperialen Archive geben keine Antwort und hinterlassen zwei unvereinbare Erinnerungen. Eine dritte Überlieferung zeichnet wiederum ein anderes Bild. In ihr erstreckte sich der letzte Xenozid über ein volles Jahrzehnt und umfasste weit mehr als den Angriff auf einige verbliebene Heimatwelten. Dark Angels und Space Wolves führten demnach systematische Säuberungsfeldzüge über gewaltige Gebiete des galaktischen Nordwestens. Ihr Ziel war nicht allein die Vernichtung rangdanischer Krieger, Festungen oder Flotten. Alles Leben auf Welten, die als von den Rangda verseucht galten, sollte ausgelöscht werden. Welche Form diese Verseuchung annahm, bleibt unklar. Die Quellen erklären weder, ob es sich um eine biologische Kontamination, eine Form der geistigen Versklavung oder eine andere, fremdartige Einflussnahme handelte. Ebenso wenig lässt sich feststellen, nach welchen Kriterien eine Welt als unwiederbringlich verdorben eingestuft wurde. Überliefert ist lediglich die Konsequenz dieser Entscheidung. Auch menschliche Bevölkerungen wurden nicht verschont.
Imperiale Kolonien, die den Krieg überstanden hatten, konnten noch immer unter das Verdikt der Vernichtung fallen. Sobald der Verdacht bestand, dass die Rangda auf einer Welt unauslöschliche Spuren hinterlassen hatten, genügte militärische Rückeroberung offenbar nicht mehr. Ganze Planeten wurden durch Exterminatusmaßnahmen ausgelöscht, mitsamt allen Bewohnern, die dort noch lebten. Damit wäre der dritte Rangda-Xenozid kein kurzer Strafzug gegen einen bereits geschlagenen Feind gewesen. Er wäre eine der umfangreichsten Säuberungsoperationen des Großen Kreuzzugs gewesen, ein Krieg, in dem die Grenze zwischen bedrohten Untertanen und verseuchten Zielen zunehmend verschwand. Unzählige Schlachten sollen während dieses Jahrzehnts geführt worden sein. Flotten durchkämmten Sternsysteme, Legionen brachen den letzten Widerstand und hinter ihnen blieben Welten zurück, auf denen weder Rangda noch Menschen weiter existierten. Auch diese Darstellung lässt sich nicht zweifelsfrei bestätigen. Sie widerspricht sowohl der Erzählung einer schnellen, einseitigen Ausrottung, als auch dem Bericht über eine gewaltige erneute Invasion. Dennoch könnte sie erklären, weshalb die imperialen Archive so wenig Eindeutiges bewahrten. Vielleicht sollte nicht nur verborgen bleiben, was die Rangda dem Imperium angetan hatten. Vielleicht durfte ebenso wenig bekannt werden, was das Imperium zu ihrer endgültigen Vernichtung bereit gewesen war zu tun. Wie hoch der Preis des Sieges ausfiel, zeigte sich auch fernab der Reihen der Astartes. Auf der Welt Bloch kam für Haus Orlak die Stunde, die seinen Namen in die Kriegsgeschichte des Imperiums einbrannte. Gemeinsam mit dem Ordre Reductor stemmten sich seine imperialen Ritter gegen einen massiven Gegenangriff der Rangda. Es war kein geordneter Rückzug und kein wohlverdienter Triumph, sondern eine letzte verzweifelte Verteidigung. 48 Ritter des Hauses gingen in diesem Gefecht verloren. Jede vernichtete Kriegsmaschine bedeutete zugleich den Tod eines Piloten, den Verlust einer uralten Kampfmaschine und eine Wunde in der Blutlinie des Hauses. Dennoch hielt Orlok seine Stellung und verhinderte, dass der feindliche Vorstoß die Verteidigung vollständig zerschlug. Sein Ruf wurde an diesem Tag nicht durch eine prunkvolle Eroberung begründet, sondern durch die Bereitschaft, alles zu opfern. Für diese Tat verlieh der Imperator dem Haus persönlich ein Memento Mori, eine seltene Auszeichnung, die das Andenken an seine Gefallenen und die Größe ihres Opfers bewahren sollte. Der Sieg über die Rangda bewahrte das nördliche Imperium vor der Vernichtung. Er veränderte jedoch zugleich das Machtgefüge des Großen Kreuzzugs. Jahrzehntelang hatten die Dark Angels unter den härtesten Kämpfen des Feldzugs geblutet. Ihre Verluste ließen sich nicht durch neue Rekruten und rasche Verstärkungen ausgleichen. Noch vor dem Krieg hatte die erste unter den Legionen eine herausragende Stellung. Im Jahr 899 M30 war ihre einstige zahlenmäßige Überlegenheit jedoch nahezu verschwunden. Mit ungefähr 166.000 Astartes standen nun die Ultramarines kurz davor, zur größten Legion der Space Marines aufzusteigen. Damit hinterließen die Rangda-Xenozide nicht nur verwüstete Welten und versiegelte Archive, sie verschoben das Kräfteverhältnis zwischen den Söhnen des Imperators und bestimmten, welche Legionen den Fortgang der imperialen Expansion prägen würden. Während sich dieser Wandel vollzog, hatte Horus Lupercal mit seinen Lunar Wolves in den Kriegen des galaktischen Westens gestanden. Seine Legion war von der Vernichtung im Norden weitgehend verschont geblieben. Nach dem Ende der Xenozide traten sie daher umso stärker hervor. Die kommenden Jahrzehnte des Großen Kreuzzugs sollten von Horus und jenen Legionen getragen werden, die noch über die Kraft für neue Eroberungen verfügten. Andere hatten den Weg dafür freigekämpft und waren dabei bis an die Grenze ihrer Existenz gegangen. Trotz aller Säuberungen gaben sich die Dark Angels keiner trügerischen Gewissheit hin. Zu viel war unbekannt geblieben. Zu viel von dem Feind hatte sich selbst dem Verständnis jener entzogen, die jahrzehntelang gegen ihn gekämpft hatten. Aus dieser Vorsicht entstand innerhalb der Hekatonistica der Orden der gebrochenen Klauen. Seine Angehörigen sollten die Rangda nicht nur als besiegten Gegner betrachten, sondern als Bedrohung, deren Rückkehr niemals vollständig ausgeschlossen werden konnte. Die Grundlage ihrer Ausbildung bildete ein umfangreicher Katalog anatomischer Daten. Einsatzkräfte des Firewing hatten Informationen über rangdanische Organismen zusammengetragen, während die Cheirophagen des Dreadwing ihre Körper untersuchten und Schwachstellen dokumentierten. Jede Aufzeichnung diente einem einzigen Zweck:
den Feind bei einem erneuten Zusammentreffen schneller und vollständiger zu vernichten. So blieb dieses Wissen in den Händen jener, die es im Falle eines weiteren Krieges benötigen würden. Nach dem letzten Feldzug wurde Advex Mor zur Heimstatt eines Ordenshauses der 1. Legion. In seinen Hallen bewahrten die gebrochenen Klauen die letzten Kodizes über den Feind. Doch selbst der Standort ist umstritten. Einige imperiale Quellen verorten das Haus auf der Heimatwelt der Rangda, andere eindeutig auf Advex Mors. Andere Historitoren halten die Abweichungen nicht für einen Irrtum, sondern für den Versuch, dem Anspruch auf die vollständige Vernichtung der Rangda zusätzliches Gewicht zu verleihen. Das Imperium sprach von einem endgültigen Sieg. Das Imperium sprach von einem eindeutigen Sieg. Die 1. Legion handelte, als könne dieser Sieg jederzeit widerlegt werden. Ihre Wächter blieben auf ihren Posten. Nicht um die Rangda in Erinnerung zu halten, sondern um bereit zu sein, sollte der Feind jemals aus der Dunkelheit zurückkehren. Auch die Beteiligung der Alpha-Legion verliert sich in den Widersprüchen der Überlieferung. Offizielle Aufzeichnungen lassen die 20. Legion erst in dem Jahrzehnt vor der Farinatos-Extermination von 972 M30 als eigenständige Streitmacht hervortreten. Andere Berichte versetzen ihr Erscheinen um mehrere Jahrzehnte zurück. Mitten in die dunkelsten Tage des 3. Rangda-Zennozids. Beide Angaben beanspruchen Gültigkeit, obwohl sie sich zeitlich kaum miteinander vereinbaren lassen. Zwischen ihnen steht die Gestalt eines Mannes, der sich Alpharius nannte. Noch vor der offiziell verkündeten Wiederentdeckung des Primarchen der 20. Legion soll dieser Kommandeur mit eigenen Streitkräften in die gesperrte Rangda-Zone vorgedrungen sein. Dort begegnete er Lionel Johnson, dessen Legion durch die langen Kriege schwer ausgeblutet war, und bot ihm Hilfe an. Das Angebot diente jedoch nicht allein der Vernichtung der Xenos. Die Alpha Legion wollte nach eigener Aussage die Stellung der Dark Angels bewahren, damit ihr Primarch eines Tages zum Kriegsherrn des Imperiums erhoben werden könnte. Ein solcher Titel war zu diesem Zeitpunkt noch ohne fest umrissene Bedeutung. Dennoch soll der Löwe insgeheim geglaubt haben, der Imperator könnte ihn eines Tages zum Ersten untergleichen bestimmen. Alpharius erklärte, die 20. Legion zähle ihn einem möglichen Rivalen wie Robute Guilliman vor. L. Johnsons verschlossene Art und Sam selbstverständlicher Gebrauch von Geheimhaltung machten ihn, so die Begründung, den Sühnen der Hydra ähnlicher als andere Primarchen. Der Löwe ließ sich davon nicht bewegen. Die Angebote änderten sich, entgegnete er. Die Antwort niemals. Später behauptete Alpharius, er selbst habe damals vor L. Johnson gestanden. Wie so oft blieb auch diese Aussage ohne Beleg. Seiner eigenen Darstellung zufolge suchte er im Rangda-Kriegsgebiet nicht nur nach einem Feind, sondern nach seinem verschollenen Zwillingsbruder Omegon. Gerüchte hätten ihn auf die Welt Ba-Sawar geführt. Dort soll die Wiedervereinigung der beiden Brüder stattgefunden haben. Eine Flotte der Alpha Legion, darunter das Flaggschiff Beta, habe anschließend die Slot ausgelöscht, die im Gefolge der Rangda über die Welt hergefallen waren. Wann all dies geschah, bleibt offen. 2. Xenozid, 3. Xenozid oder eine nachträglich erschaffene Legende. Die Quellen geben keine eindeutige Antwort. Bei der Alpha Legion wäre allerdings selbst eine eindeutige Antwort kaum ein Beweis. Unter all den Lücken, welche die Rangda-Xenozide umgeben, führt eine zu 2 Namen, die aus der imperialen Geschichte noch gründlicher entfernt wurden als der Feind selbst. Im 41. Jahrtausend tauchte ein seltenes Dokument an einem denkbar ungewöhnlichen Ort auf. Durch einen offenbar unbeabsichtigten Fehler war es einigen Ausgaben des erhebenden Handbuchs des imperialen Infanteristen beigefügt worden. Einer Schrift, die gewöhnlichen Soldaten Mut, Gehorsam und Vertrauen in die Überlegenheit des Imperiums vermitteln sollte. Zwischen vereinfachten Belehrungen und vorgeschriebener Gewissheit fand sich plötzlich ein Hinweis, der dort niemals hätte erscheinen dürfen. Dem Dokument zufolge waren auch die 2. und 11. Legion an den Rangda-Xenoziden beteiligt. Damit berührte die Überlieferung 2 der am strengsten gehüteten Geheimnisse des Imperiums. Beide Legionen verschwanden lange vor der Horus-Häresie aus den bekannten Chroniken. Ihre Namen, ihre Primarchen und selbst die Gründe für ihre Tilgung wurden aus den offiziellen Aufzeichnungen entfernt.
Wo einst ihre Wappen und Ehrentitel gestanden haben mussten, blieben nur leere Stellen und bewusstes Schweigen. Der zufällig erhaltene Vermerk beweist zumindest, dass ihre Krieger während der Rangda-Feldzüge noch bestanden und gegen die Xenos eingesetzt wurden. Mehr verrät er nicht. Weder die Zahl ihrer entsandten Astartes noch ihre Einsatzgebiete wurden festgehalten. Es bleibt unbekannt, ob sie in einzelnen Schlachten teilnahmen, ganze Frontabschnitte hielten oder bei jenen Operationen eingesetzt wurden, deren Aufzeichnungen später vollständig vernichtet wurden. Ebenso wenig lässt sich bestimmen, ob ihre Beteiligung mit ihrem späteren Schicksal in Verbindung stand. Eine solche Beziehung erscheint möglich, ist jedoch nicht belegt. Die Rangda-Zenozide waren groß genug, um 9 Legionen, mehrere Primarchen und den Imperator selbst in den Konflikt hineinzuziehen. Dass auch die beiden verlorenen Legionen dort kämpften, muss daher nicht mehr bedeuten, als ihre Teilnahme an einem der größten Kriege des Großen Kreuzzugs. Dennoch bleibt die Nähe zweier ausgelöschter Kapitel der imperialen Geschichte auffällig. Die Rangda verschwanden aus den Archiven, die 2. und 11. Legion ebenfalls. Was sie auf denselben Schlachtfeldern erlebten, liegt hinter einer doppelten Mauer des Schweigens. Die Rangda-Xenozide übernehmen auffällig deutlich das Grundmuster der Punischen Kriege. 3 zeitlich getrennte Konflikte zwischen einem expandierenden Reich und einer konkurrierenden Großmacht. Eine beinahe existenzielle Katastrophe im Zweiten Krieg und schließlich die planmäßige Auslöschung des geschwächten Feindes im Dritten. Eine bestätigte Aussage eines Autors von Games Workshop, dass die Punischen Kriege ausdrücklich als Vorlage dienten, konnte ich allerdings nicht finden. Die Parallelen sind trotzdem stark. Der Erste Krieg. Der Gegner wird entdeckt und unterschätzt. Der Erste Punische Krieg entstand aus dem Zusammenstoß zweier expandierender Mächte im westlichen Mittelmeer. Er war lang, verlustreich und zeigte Rom, dass Karthago weit mehr als ein regionaler Gegner war. Beim ersten Rangda-Xenozid vernichtet das Imperium Advex Mors unter hohen Verlusten und erkennt erst danach, dass es sich lediglich um einen Außenposten eines gewaltigen interstellaren Reiches handelte. Die konkreten Ereignisse stimmen nicht überein, aber die dramaturgische Funktion ist ähnlich. Der erste Konflikt eröffnet einen viel größeren Machtkampf. Der Zweite Krieg. Die beinahe tödliche Invasion. Hier liegt die stärkste Parallele. Im Zweiten Punischen Krieg drang Hannibal nach Italien vor, vernichtete mehrere römische Heere und brachte Rom in eine existenzielle Krise, bevor die Republik den Krieg zunehmend auf andere Schauplätze verlagerte und Karthago schließlich besiegte. Beim zweiten Rangda-Xenozid fällt eine gewaltige Armada in das nördliche Imperium ein, überrennt Kolonien und fügt den imperialen Streitkräften Verluste zu, die erst während der Horus-Heresie übertroffen werden. Das Imperium überlebt, sammelt seine Kräfte und trägt den Krieg anschließend in die Gebiete der Rangda. Der Dritte Krieg. Auslöschung statt bloßer Sieg. Nach dem Zweiten Punischen Krieg war Karthago militärisch stark eingeschränkt. Der Dritte Punische Krieg endete schließlich mit der Eroberung und vollständigen Zerstörung der Stadt. Karthago hörte als eigenständige politische Macht auf zu existieren. Eine der Überlieferungen zum dritten Rangda-Xenozid folgt nahezu demselben Muster. Der bereits schwer geschlagene Gegner wird auf seinen Heimatwelten aufgespürt und innerhalb eines abschließenden Vernichtungsfeldzuges ausgelöscht. Es geht nicht länger um Eindämmung, sondern ausdrücklich darum, jede Möglichkeit einer späteren Rückkehr zu beseitigen. Auch die Perspektive besitzt eine interessante Ähnlichkeit. Die Geschichte Karthagos ist stark von Überlieferungen geprägt, die aus dem kulturellen Umfeld seiner späteren Sieger stammen. Bei den Rangda kennen wir beinahe ausschließlich die imperiale Darstellung, und selbst diese wurde verstümmelt, versiegelt und teilweise bewusst verfälscht. In beiden Fällen erzählt letztlich der Sieger, was der unterlegene Gegner gewesen sein soll. Bei den Rangda wird dieses Motiv allerdings erheblich stärker und bewusster eingesetzt. Die Unterschiede sind ebenso wichtig. Karthago war eine bekannte menschliche Handels- und Militärmacht mit nachvollziehbaren politischen Interessen. Die Rangda sind dagegen absichtlich nahezu unbeschrieben. Fremdartige Bioformen, neuronale Versklavung, unbekannte Technologie und möglicherweise mehrere verbundene Xenos-Arten. Außerdem fehlt bei ihnen ein eindeutiges Gegenstück zu Hannibal, Scipio oder zu zentralen Auseinandersetzungen um den westlichen Mittelmeerraum. Lion L. Johnson übernimmt teilweise die Funktion des römischen Retters und späteren Vernichters, ist aber keine direkte Entsprechung zu einer einzelnen
historischen Persönlichkeit. Der überlieferte Verlauf erinnert damit deutlich an die 3 Punischen Kriege, ohne eine direkte Nacherzählung zu sein. Erste Konfrontation, existenzielle Krise und schließlich die planmäßige Auslöschung des geschwächten Feindes. Ob diese Parallele bewusst angelegt wurde, ist nicht bestätigt. Am treffendsten lassen sich die Rangdax-Genozide deshalb als düsteres Echo antiker Geschichte einordnen. Was also bleibt von den Rangdax-Genoziden? Keine vollständige Chronik. Kein verlässlicher Bericht, der sämtliche Schlachten, Entscheidungen und Opfer zu einem eindeutigen Bild zusammenfügt. Stattdessen begegnen uns Fragmente, widersprüchliche Datierungen, ausgelöschte Namen und Quellen, die einander in entscheidenden Punkten ausschließen. Dennoch lässt sich eines kaum bezweifeln. Die Rangda gehören zu den gefährlichsten Feinden, denen das Imperium während des Großen Kreuzzugs gegenüberstand. 9 Legionen sollen in die Kämpfe verwickelt gewesen sein. Titanen, imperiale Ritter und die Heere des Mechanicums wurden gegen sie entsandt. Millionen starben, ganze Sternsysteme wurden verwüstet und selbst der Imperator musste persönlich eingreifen, um die Bedrohung aufzuhalten. Darüber hinaus beginnt das Reich der Vermutungen. Vielleicht bestand der letzte Feldzug aus einer raschen Vernichtung geschwächter Überreste. Vielleicht tobte stattdessen ein weiterer apokalyptischer Krieg, der das gesamte nördliche Imperium an den Rand des Untergangs brachte. Möglicherweise erstreckten sich die Säuberungen über ein Jahrzehnt und vernichteten nicht nur die Rangda, sondern auch menschliche Welten, die als unwiederbringlich befleckt galten. Auch die verlorenen Legionen bleiben Teil dieses Schweigens. Dass die 2. und 11. Legion an den Genoziden beteiligt waren, scheint überliefert. Was sie dort taten und ob ihr späteres Schicksal mit diesen Kriegen verbunden war, ist dagegen vollkommen offen. Jede weitergehende Behauptung bleibt Spekulation. Ähnlich verhält es sich mit Alpharius, Omegon und den Slaught. Ihre Spuren führen in das Rangdan-Kriegsgebiet, verlieren sich jedoch zwischen Geheimhaltung, nachträglicher Erzählung und gezielter Täuschung. Gerade bei der Alpha Legion wäre selbst eine scheinbar eindeutige Antwort kaum endgültig. Vielleicht wurde die Wahrheit nicht vernichtet, weil das Imperium den Feind vergessen wollte. Vielleicht sollte vielmehr verborgen bleiben, wie nahe die Menschheit ihrem Ende gekommen war und welche Gräueltaten notwendig erschienen, um dieses Ende abzuwenden. Damit schließen wir unsere Reise durch eines der dunkelsten Kapitel des Großen Kreuzzuges. Jetzt interessiert mich eure Einschätzung. Was waren die Rangda wirklich? Und glaubt ihr, dass das Schicksal der 2. und 11. Legion mit diesen Kriegen verbunden war? Schreibt mir eure Theorien gerne in die Kommentare. Wenn euch diese Reise in die verborgenen Archive des Imperiums gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal für weitere Geschichten aus den finstersten Winkeln der Warhammer 40k Lore. Bis zum nächsten Mal. Und denkt daran, nicht jede Lücke in den imperialen Archiven entstand durch den Lauf der Zeit.